Hey Leute, euer Sergeant hier. Ihr wisst, ich bin UFC-Kämpfer, habe schon einige Kämpfe hinter mir und heute möchte ich euch die 10, ich sag mal, miesesten Dirty Tricks aus dem MMA zeigen. Es ist so, man sieht das nicht immer auf der Kamera, aber sie passieren und ich habe da was vorbereitet. So, die erste Technik, die werden die meisten gar nicht kennen. Ja? Das ist eine Sache, die ich auch erst kennengelernt habe, als ich nach Amerika gegangen bin. Vor allen Dingen, man sagt ja immer, alle Extremitäten sind irgendwie eine Waffe, aber ich glaube, mit der Waffe rechnen die wenigsten. Typische Situation, wir sind jetzt am Käfig. Ja? Also ich habe einen Takedown gemacht, ja, und habe ihn hier am Käfig zu Boden gebracht. Und das ist eine typische Situation. Er wird, das nennt sich Wallwork oder Cagework, er wird versuchen, sich hier am Zaun nach oben zu arbeiten. Und ich hänge dann hier so an seinen Beinen und kann nicht wirklich Schaden anrichten. Ja? Und da gibt es einen Trick. Ich löse hier meinen Griff und jetzt komme ich hoch und springe ihm mit meinem Sackschutz wirklich ins Gesicht. Und nur mal, ich weiß nicht, ob man das hören kann. Ja, das ist knüppelhart, ja. Und dann hänge ich ihm hier wirklich quasi mit diesem Holzstück oder mit dem, je nachdem, was es, aus welchem Material es ist, in der Visage und hämmer ihm hier die Faust rein. Das Ding ist, dass der Einschlag von dem Tiefschutz schon so heftig sein kann, dass es möglicherweise schon zum K.O. führen kann. Das wäre auch eine Sache, die mich interessieren würde, was dann im Record steht. Ja? Knockout durch Dick Slap oder Balls Cut, keine Ahnung. Aber ja, das war erstmal der Tiefschutz K.O. So, auf die nächste Technik habe ich mich besonders gefreut. Das ist quasi mein Favorit und zwar der Oil Check. Oil Check kommt eigentlich aus dem Ringen in Amerika, ist tatsächlich eine gängige Technik, um den Takedown abzuwehren. Ich will es euch nicht vorenthalten. Also, ich werde jetzt quasi von dem Bein geholt, er macht den Takedown bei mir. Ja, ich falle runter, bam. Und wir sind jetzt in dieser ja, Putt-Situation. Jetzt möchte ich natürlich ihn von mir wegkriegen. Was ich einfach mache, ich gehe über seinen Rücken drüber, ja, und dann hier ding, 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 ja, verbessere meine Griffmöglichkeit. Ich mache es jetzt mal nicht, aber ihr könnt euch vorstellen, wo der Finger reingeht. Ja, habe dann hier den Griff und kann ihn dann zum Beispiel hier rüberholen und meine Situation verbessern. Jetzt muss man wissen, ja, was möchte man? Möchte man den Kampf gewinnen und als der beste Oil-Checker in der Szene gelten? Ich weiß es nicht. Die nächste Technik, die ich euch zeigen möchte, ist nicht wirklich illegal, ja, aber sie ist grenzwertig. Man diskutiert, ob man sie nicht rausnehmen soll, denn sie sorgt eigentlich nur für Verletzungen, kann den Kampf aber nicht wirklich beeinflussen. Oder wie wir sagen, sie fuckt einfach nur ab. Das ist eine Technik aus dem Clinch, ja. Ich habe jetzt meinen Gegner hier an der Cagewand gepinnt und er kann nicht wirklich weg. Und dann stompen viele, Footstomps. Ja? Das heißt, ich hau mit meiner Ferse hier auf seine Zehen drauf. Und gerade wenn man da jetzt richtig mit Schmack ist, hier mal so ihn auf den großen Onkel klatscht, dann sorgt das einfach mal für unglaublich viel Schmerzen, Irritation. Er nervt, macht tierisch wütend, frustriert, aber ist jetzt nicht unbedingt kampfentscheidend. Auf jeden Fall eine Sache, wenn ihr mal jemanden richtig abfacken wollt, dann ist der Footstomp genau das Richtige. So, das nächste Ding kommt aus dem Kampf Dustin Poirier gegen Eddie Alvarez. Und zwar ein Earhook, ja, ein Ohrenhaken oder also direkt übersetzt oder auch bei uns nennt man das, glaube ich, feuchter Fuzzi, ja, Wet Willy oder der diabolische Dubio. Also er macht einen Takedown bei mir, ja, und versucht mich jetzt quasi von den Füßen zu holen. Und was ich dann einfach mache, ich nehme meinen Finger und schiebe ihm den ins Ohr, ja. Und gerade hier, abgesehen davon, dass das ziemlich irritiert, ja, habe ich hier teilweise auch echt die Möglichkeit, gut am Kopf zu ziehen. Ich finde es immer noch wesentlich milder als den Finger in, ja, was genannt, in den Oil Check, ja. Aber trotzdem auf jeden Fall keine saubere Technik und wurde auch im Kampf von Marc Goddard direkt unterbunden. Ihr wisst, wie es ist, ja, im Kampf läuft es erstens immer anders und zweitens, als man denkt. Und das Allerätzendste ist, dass der Gegner sich in der Regel wehrt, ja. Und da hast du so eine tolle Technik wie ein Rear Naked Choke gelernt, ja. Du willst gerade, hast dich in diese Position gearbeitet, willst würgen. Und was macht er? Er nimmt das Kinn runter, ja. Das machen die meisten. Und dann gibt es einen Trick, da gibt es keinen speziellen Namen für. Ich nenne jetzt einfach die Sergeant-Peitsche, ja. Und zwar, also ich versuche hier irgendwie meinen Unterarm drunter zu kriegen und es klappt nicht. Also nehme ich meinen Daumen, gehe hier unter seine Nase und drücke die schön nach oben. Also glaubt mir, es gibt keinen Menschen auf der Welt,
kein Mensch auf der Welt, der das aushalten kann. Wenn ich hier schön mit, jetzt habe ich sie gefunden, hier mit dem Daumen hoch und dann rutsche ich hier mit meiner Hand schnell drunter, lass wieder los, gehe in den Würger, genau, und beende den Kampf glorreich. Ich hoffe, das hat euch gefallen, also nicht zu sehr, ja, weil es ja dirty war, und wir sehen uns mit dem zweiten Teil.